Moin Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video oder wie die Schweizer sagen, Grüezi miteinander, denn wir schauen uns heute Père Noir an. Père Noir ist ein noch relativ junges Nischenhaus aus der Schweiz, aus Basel, gibt es jetzt seit 4 Jahren, 2020, von 2 Schulfreunden gegründet, die damit so ein bisschen ihre Liebe zum Duft zum Beruf gemacht haben. Aktuell gibt es 9 Düfte, 8 reguläre, die alle in diesem Discovery-Set drin sind und einen, der ist jetzt so eine Kooperation, den habe ich auch da, werden wir uns auch gleich mal anschauen zum Schluss, der aber rein theoretisch noch ein bisschen exceptional ist, sieht auch ein bisschen anders aus. Père Noir bedeutet, soweit ich weiß, frei übersetzt so viel wie pro schwarz, also I appreciate, wenn man sich die Garderobe anguckt, passt das ja schon mal. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, wer hinter diesen Düften steckt, das sind natürlich nicht die beiden selbst, sondern sie haben sich einen Parfümeur geholt. Andreas Wilhelm ist auch ein Schweizer Parfümeur, der steckt auch hinter der Marke Perfume Sachs und ganz interessante Trivia, der hat für das Finanzamt in Karlsruhe, Karlsruhe Stadt glaube ich sogar, einen Duft gemacht, der nach frisch gedrucktem Bargeld riecht. Also von daher, der Mann weiß, was er tut. Finde ich übrigens auch gut, dass das Finanzamt mal Humor beweist, weil ehrlich gesagt sind jetzt, ich sag mal, Behörden oft jetzt nicht die Leute, wo man jetzt so einen wahnsinnigen Spaßfaktor hinter vermutet. Also von daher, cooler Parfümeur und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was uns hier erwartet. Ich bin ganz ehrlich, einige von diesen Düften kenne ich schon. Unter anderem den Mazar, den kann ich euch auch direkt zum Anfang einmal zeigen. So sehen übrigens diese Boxen aus, das macht auch Sinn mit diesem Père Noir, ne? Alles sehr schwarz, das ist hier also auch Holz, keine Pappe, kein Plastik, also alles sehr wertig gemacht, Schweizer Qualitätsarbeit quasi. Und was ganz wichtig ist, das sind alles Extrait de Parfum, 25% Duftölkonzentration. Genau, also wie gesagt, ich kenne einige der Düfte, einige nicht. Wir werden jetzt hier also nicht dieses, oh, wir schauen mal und lassen uns überraschen. Ich sage euch dann immer, welchen Duft ich kenne, welchen nicht und dann natürlich auch, was ich davon halte. So. Bevor es losgeht, zeige ich euch das Set nochmal in offen. So sieht es aus. Ja, und dann sind immer hier diese Symbole dabei, denn das sind keine normalen Düfte. Das sind, was schreiben sie? Olfactory Personalities. Naja, alles klar. Wie gesagt, da hat wahrscheinlich irgendwie der Marketingprakti wieder einen Nasen-Espresso zu viel verkonsumiert, weil das ist natürlich Quatsch. Das ist so dieses, es ist keine Wasserflasche, Bro, aber am Ende ist es dann doch eine. Air Up, falls irgendjemand diese Werbung kennt. Hasse ich. Würde ich niemals kaufen, by the way. Halten at least 12 hours. Also hier performanceorientiert, sehr zeitgeistig und perfekt für Langstreckenflüge. Eindieseln und Einzelplatz genießen. So, wir starten hier mit dem Mazar. Den kenne ich schon. Elixir of Confidence. Ja, also hier braucht man dann scheinbar Selbstbewusstsein, um den zu tragen. Weiß ich nicht. Ich finde ehrlich gesagt, der ist relativ tragbar. Das ist ein sehr würziger Amberduft. Fängt an mit so Zimt, Labdanum, Gewürznelke, Yuzu, wobei diese Zimt und Gewürznelke am allerstärksten sind. Und die Yuzu gibt eigentlich nur so einen ganz leichten, frischen Kick. Finde ich auch gut, weil ich mag keine Zitrik. Kriege irgendwie immer Kopfschmerzen von. Und manchmal muss ich sogar husten und husten muss ich in letzter Zeit genug. Wie man hört, mich hat eine Erkältung erwischt, kalt erwischt sogar, wenn man ganz genau ist. Alles klar, gut, naja, was haben wir noch? Dann haben wir, was ganz interessant ist, natürlich Amber, ist ja klar. Honig, Tabak, Vanille und die Vanille, weiß ich nicht, versteckt sich immer von mir so ein bisschen, aber zumindest so diese Honig-Tabaknote ist super präsent. Rosenholz, Tonkabohne, Leder, Sandelholz. Sandelholz gibt manchmal noch so ein bisschen so was Menschelndes, so was Schwitziges. Und animalische Noten, aber ich kann euch sagen, ein animalischer Duft ist es nicht. Das ist ein intensiver Duft, ein Amberduft, aber Animalik rieche ich jetzt nicht raus. So, und dann schauen wir noch mal ganz kurz nach. Ich habe meinen Rechner zur Hilfe offen, damit wir mal gucken können, was das alles heißt, weil die haben ja hier so abgedrehte Namen. Und Mazar ist also das arabische Wort für Weg. Alles klar. Selbstvertrauen entwickelt sich, wenn wir Herausforderungen annehmen, steht hier. Na, ist ja gut, dass ich da die Website für brauche, um das zu lernen. Gut, also, super. Dann legen wir den mal hier hin. Das ist der Mazar. Ich lege die hier mal ab, weil wir werden die nachher noch mal einmal im Schnelldurchlauf einmal uns angucken. Der nächste ist der Vitias. Elixir of Romance, hat so eine Muschel. Und mir schwant Böses, das wird ein aquatischer Duft sein. Ich kenne den nicht, aber ich mag keine aquatischen Düfte. Das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung. Naja, aber wie gesagt, vielleicht entwickelt sich ja hier die Romantik dann beim Riechen. Vitias ist laut deren Internetseite tatsächlich, das Vitias-Tief ist der tiefste Punkt im Ozean. Und dies repräsentiert die Sehnsucht nach einer tieferen Verbindung. Naja, also weiß ich nicht, ob der tiefste Punkt des Ozeans jetzt meine Sehnsucht nach einer tieferen Verbindung repräsentiert, I don't know. Der erste Kuss am Meer, der Start einer tieferen Verbindung zwischen 2 Seelen. Wenn ich nicht wüsste, dass es Parfüm ist, würde ich denken, das ist irgend so ein Poesieband von, naja, egal.
Bergamott, Limette, rosa Pfeffer, schwarzer Pfeffer, viel Pfeffer in der Kopfnote. Und ja, hat auch diese Zitrik. Ist jetzt nicht so eine Designerfrische, ist schon ein bisschen härter, allein durch den Pfeffer, aber schon sehr, sehr tragbar. Also das ist jetzt so ein Ding, das kann man, glaube ich, locker ins Büro anziehen. Angelika-Wurzel, Iris, dann hat man helle Hölzer, Guayacolz, Meeresnoten. Also Meeresnoten habe ich nicht. Also hier ist zumindest nicht so salzig-algiges drin, zumindest nicht auf dem Papier, wobei man auch fair bleiben muss. Auf dem Papier bleibt man meistens bei der Kopfnote. Ne? Was soll da auch groß passieren? Ich kann die, wie gesagt, leider nicht alle auf die Haut sprühen, auch wenn das natürlich viel, viel schöner wäre, dass man das einfach mal auch den Verlauf besser wahrnimmt. Andererseits säßen wir morgen noch hier und gibt ja auch Leute, die das sowieso gar nicht auf die Haut sprühen, sondern ausschließlich auf die Klamotten. Finde ich auch wild. So als ob man dann da, was denken die, was in so einem Parfüm drin ist? Sprüht man auf und am nächsten Morgen wacht man auf, ist plötzlich der Hulk oder was? Auch Quatsch. Gut, und dann haben wir noch Ambra und weißen Moschus in der Basis. Falls euch das interessiert, Ambra, nicht Amber, das kommt eigentlich aus Walen. Ich kann euch leider nicht sagen, ob die Düfte hier vegan sind. Ich kann mir aber auf jeden Fall vorstellen, dass da keine echte Ambra drin ist. Also wird keiner aus der Schweiz jetzt irgendwie da an den nächsten Strand gefahren sein, wo irgendein Wal angeschwemmt ist und sagen, na, das pule ich mir jetzt mal hier raus. Also von daher, das wird so eine synthetische Ambra sein. Insgesamt bei Perle Noir werden immer so eine gute Mischung aus natürlich synthetischen, geht gar nicht anders, Inhaltsstoffen und aber auch vielen natürlichen Inhaltsstoffen benutzt. Aber dass da Ambra drin ist, glaube ich einfach nicht. Also von daher passt zum Meeresthema, aber in dem Fall denke ich, ist die synthetisch. So, als nächstes haben wir Tierra und da weiß ich sogar, was das bedeutet. Das ist, glaube ich, das spanische Wort für Erde. Und das ist das Elixir of Passion. Okay, also klar, die Leidenschaft wird jetzt hier bemüht. Wobei, das stimmt ja gar nicht, oder? Passion? Ist nicht Desire die Leidenschaft? Was ist denn Passion? Glaube ich auch Leidenschaft, fast das Gleiche. Der erinnert mich an so einen Nobile-Duft, auch so ein Winterding. Irgendwas mit Maestro heißt der, kann ich euch jetzt aber auch nicht aus dem Kopf sagen. Hat so eine Beerennote und ich muss sagen, der ist schon dolle. Ich rieche auch im Moment noch nicht so viel anderes außer Beeren. Also die Noten sagen auf jeden Fall gereifter Rum, Vanille, kolumbianische Gewürze, Benzoin und Oud. Also Oud rieche ich hier nicht raus, zumindest Stand jetzt nicht. Das ist interessant, weil diese Gewürze, das ist nämlich das Ding. Ne? Dieser Nobile hat auch so eine Gewürz-Rum-Mischung, glaube ich. Wobei ich weiß nicht, ob da Rum drin ist oder ich glaube eher Labdanum. Aber diese Würzigkeit aufs erste Riechen, die ist ähnlich. Wobei ich mich jetzt auch frage, was da kolumbianische Gewürze, was sind kolumbianische Gewürze? Coca-Plantage. Aber das wird hoffentlich nicht drin sein. Das wäre schlecht. Gut, also wie gesagt, für mich würde ich sagen, ist das so der erste, der mich jetzt nicht so komplett abholt. Beim Vitias ist das was anderes, das ist schon ein guter Duft. Ich mag halt nur keine aquatischen Düfte. Aber bei dem ist einfach irgendwas sticht da so ein bisschen. Aber das, wie gesagt, für Leute, die jetzt richtig Bock auf so einen Powerduft haben, ist der bestimmt auch in Ordnung. Der schallert auf jeden Fall ordentlich. Als nächstes haben wir den Amoral. Auch da brauche ich jetzt nicht viel zu sagen. Die Unmoral, alles klar. Aber da haben sie bestimmt auch irgendeinen netten Text zugeschrieben, warum ich mir den jetzt hier irgendwie draufdieseln soll. Der Weg zum Erfolg bleibt ein Geheimnis. Frei von Regeln, Gesetzen oder sozialen Normen verfolgst du unermüdlich deine Ziele, um sie zu erreichen. Naja, weiß ich nicht, ob das jetzt so gesellschaftsfähig ist. Andererseits steht hier auch Elixir of Immortality. Weiß jetzt nicht, was Immortality und Unmoral mit. Also da sind noch viele Fragen offen. Vielleicht erschließt sich das, wenn man den Duft riecht. Ist ja auch egal. Ich weiß nur, dass ich den kenne. Den hatte ich mal als Abfüllung. Und ich kann euch sagen, Freunde, den fand ich furchtbar. Den habe ich überhaupt nicht aus dem T-Shirt rausbekommen. Nach 2 Wäschen war der immer noch da. Und ich erinnere mich, dass der so eine leichte Sanifair-Note hatte. Aber das ist ein Grower. Also mittlerweile finde ich den deutlich besser. Gefällt mir. Also jetzt nicht jetzt gerade in dem Moment, sondern insgesamt. Ich habe den dann immer mal wieder ausprobiert, dem doch nochmal eine Chance gegeben. Und da hat man Limette, schwarzen Tee, Kardamom, Zimt, also gerade so diese schwarze Tee-Kardamom-Geschichte kennt man ja schon so ein bisschen, aber Kreuzkümmel und geräucherte Pflaume, das ist neu, das macht den auch relativ einzigartig, also Oud und geräucherte Pflaume schon irgendwie eine spannende Kombi. Kreuzkümmel hat auch immer so ein bisschen was Schwitziges, da gibt es Veilchen, Iris, nochmal Oud, Cypriol und Cypriol macht ja auch so eine Rauchigkeit, Iris vielleicht so ein bisschen was Pudriges, wobei was Pudriges rieche ich jetzt hier nicht. Orangenblüte, Ambernoten, Sandelholz und Tonkabohne. Naja. Also ich finde, die Orangenblüte ist spannend, weil das so ein bisschen auflockert, sonst wird das so ein sehr schwerer Duft. Ne? Wenn man nur dieses Tee, Oud, Cypriol, geräucherte Pflaume hätte. Also ich glaube, das als Kontrapunkt tut es ganz gut, wobei das erst in der Basis angeblich durchkommt. Ich finde ihn sehr gut. Wie gesagt, ist jetzt vielleicht nicht Liebe aufs erste riechen, aber aufs zweite. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Als nächstes haben wir den Mansa.
Und der sagt hier Elixir of Generosity. Generosity. Ich dachte immer, das heißt Generosity. Naja, die werden es wissen. Die haben es ja hier reingeschrieben. Ne? So. Ich gucke nochmal nach, was das bedeutet. Mansa, ne? Also Mazar hatten wir, ist ja der Weg auf Arabisch. Gut, und der ist jetzt phonetisch sehr ähnlich. Wohlstand, Großzügigkeit steht hier auch. Gut, ich sag mal so, ne? Großzügig muss man schon sein. 195 € für 50 Milliliter ist jetzt auch nicht geschenkt. Muss man sich dann vorher mit dem Mansa einsprühen, bevor man da zur Kasse geht. Also, Mansa Musa, der Herrscher des Mali-Reichs im 13. Jahrhundert. Mansa bedeutet König oder Herrscher auf Maninka. Müsste ich jetzt googeln. Weiß ich auch nicht. Der goldene Stab symbolisiert Reichtum und Großzügigkeit. Jetzt habe ich mir die Noten nicht angeguckt, ne? Aber ich bin mir sicher, das ist so ein Rose-Oud-Duft, das rieche ich sofort. Diese Kombination ist jetzt auch nicht unbekannt. Aber sie ist ganz gut umgesetzt. Da ist noch irgendwas anderes, Beeriges, was da mit durchkommt. Ich gucke mir das mal eben schnell an für euch. Das ist tatsächlich, ja, Brombeere, rosa Pfeffer, Iris. Und dann haben wir Oud, Rose, Amber, Johannisbeere, Safran, Patchouli, Heliotrop, Moos und Moschus. Und tatsächlich auch die Safrannote ist relativ präsent. Das ist so dieses Kühlende. Das geht aber ganz gut mit diesem Rose-Oud-Duft zusammen. Ich finde, das ist so ein bisschen durch, diese DNA an sich. Wobei das halt, wie gesagt, mit dieser Johannisbeere ganz spannend ist. Wenn man solche Düfte mag, diese Rose-Oud-Kombination, dann ist das nochmal, kann man den mal ausprobieren. Es gibt auch von Amouage diesen King Blue, der hat ja auch so eine Oud-Johannisbeer-Kombination, wobei der natürlich ein anderes Oud hat. Auch hier, ne, ich weiß nicht, ob das echtes Oud ist, to be honest. Also es kann ein Akkord sein, wie schon gesagt, es gibt viele echte Inhaltsstoffe oder natürliche Inhaltsstoffe, passt besser, aber das Oud, es ist auf jeden Fall nicht so ein stinkiges Oud, also es gibt ja Leute, die Oud als stinkig empfinden. Ich finde das immer eher so wärmend, finde ich eigentlich ganz angenehm, aber in dem Fall, ich kann es euch nicht sagen. Egal, auf jeden Fall der Mansa, schöner Duft, wenn man diese Kombination mag. Und als nächstes haben wir Naki, den kenne ich tatsächlich auch schon, den hatte ich auch mal als Abfüllung. Und das ist ein Sommerduft, den ich persönlich total gerne mag, weil der weder zitrisch ist noch aquatisch, so, sondern der hat so eine ganz grüne Note und auch so was Pfirsichmäßiges. Ja, tatsächlich. Also das Tolle an dem Pfirsich ist ein bisschen unreifer Pfirsich. Also jetzt nicht so ein Eistee-Pfirsich, sondern so ein künstlicher, sondern schön. Und eine ganz krasse, so richtig fast so eine leicht bittere, blattgrüne Note. Ich gucke mal eben wieder nach, was Naki bedeutet. Hat bestimmt auch wieder irgendeine tiefergehende Bedeutung. Und hier haben wir die Reinheit. Stimmt, Elixir of Purity habe ich gar nicht gesagt. Anfängliche Unschuld und Aufrichtigkeit. Jede Seele beginnt rein, kann aber im Laufe der Zeit durch äußere Einflüsse verdorben werden. Oh je, jetzt wird es hier aber bedeutungsschwanger. Naki bedeutet rein auf Arabisch. Warum immer auf Arabisch? Ist auch egal. Ist auf jeden Fall ein wahnsinnig toller Duft. Und was die Noten angeht, habe ich auch nicht gelogen. Also wir haben Aldehyde, das ist immer so ein bisschen, bringt so eine leichte Zitrik, aber die merke ich hier kaum. Pfirsich, Mandelblüte, Passionsfrucht. Und dann haben wir halt Feigenblätter, Sandelholz, weiße Blüten und dann in der Basis kommen dann so Osmanthus, weißer Moschus, Vanille und Meeresbrise. Aber vor allem dieses Feigenblatt ist sehr präsent. Das Feigenblatt ist ja, ich sag jetzt mal, auch religiös konnotiert. Ne? Adam und Eva haben ja damals ihre Scham mit einem Feigenblatt bedeckt und sind deswegen aus dem Paradies geflogen. Das muss man sich auch mal überlegen. Ne? Da frisst man schon heimlich vom Baum irgendwie da, die Schlange kommt mit dem Apfel und dann, das ist ja, soweit ich mich erinnere, ist das ja, man wurde ja schlau von diesem Baum. Das war ja irgendwie der Baum der Erleuchtung oder irgendwie sowas in der Art. Und das Erste, was denen einfällt, ist, oh, wir müssen uns was anziehen. Als ob dann der Gott nicht reinkommt und sagt, Jungs, Mädels, was ist das? Also das wäre ja das Erste, was einem einfällt, dass man sagt, okay, wir haben jetzt davon gegessen, das darf keiner merken. Und wenn wir vorher, weiß ich nicht, wochenlang da nackt rumgelaufen sind und uns plötzlich was anziehen, ist ja klar, dass der Allmächtige da Verdacht schöpft. Ne? Auf sowas kommt man, wenn man hier an diesem Duft riecht. Wahnsinn, klasse. Also ja, nicht zu verwechseln mit dem Lindenblatt, das hat den guten Siegfried da irgendwie verwundbar gemacht. Egal, wir sind jetzt nicht bei den Nibelungen, wir sind bei Parfum. Der nächste Duft ist der Karma. Sorry für diese Ausflüge in die Trivia. Vergessen was, Naki auf jeden Fall, super Duft. Reinheit, alles cool. Pfirsich, Feige, nice. Vor allem für jemanden, der, wie gesagt, Aquatik und Zitrik nicht so gerne hat. So, als nächstes haben wir den Karma, ohne R, kein Karma, sondern Karma. Und da haben wir mal kein Oud, sondern das ist ja, es ist, glaube ich, Leder mit drin.
Brombeere, Birkenteer, Veilchen, Iriswurzel, Zucker, Watte, Leder, Zipriol, trockener Amber, was auch immer trockener Amber ist, Moschus, Kaschmirwolle, wahrscheinlich dann Kaschmiran und Moschus. Vom Leder rieche ich noch nicht so viel, was deutlich ist die Brombeere. Und es hat auch so eine leichte Pudrigkeit. Ich würde mir, glaube ich, ein bisschen mehr Teer wünschen. Ich mag ja so Birkenteer, gerade wenn der so wirklich so richtig doll ist, sehr gerne. Das ist hier noch so ein bisschen zurückhaltend. Nichtsdestotrotz ist es ein schöner Duft auch äußerst tragbar. Wie gesagt, man muss immer gucken, also weil die ja schreiben, sie machen keine Pleasant Scents. Ich finde viele von denen schon relativ pleasant, ob die das jetzt hören wollen oder nicht. Und das ist, bevor wir das vergessen, das gehört ja mit dazu, Elixir of Desire. Also hier haben wir das Verlangen, stark, okay. Benannt nach dem Sanskrit-Wort für Verlangen. Ermutigt Karma dazu, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Naja, das ist ja gut, ist ja ein guter Ratschlag, kann man ja mal beherzigen. Auf jeden Fall auch ein guter Duft. Also bis jetzt, wie gesagt, ist der Tierra so ein bisschen der einzige, der mir nicht so gut gefallen hat. Und der Vitjas, wie gesagt, ist einfach seiner Machart geschuldet. Ne? Das ist halt einfach ein aquatischer Duft. Und ich sage es jetzt zum dritten Mal, aller guten Dinge 3, Aquatik ist nicht so mein Ding. Naja, jetzt haben wir den Ultimo. Und das ist jetzt der letzte reguläre Duft. Das ist ein Gourmand-Duft. Und auch da gibt es wahrscheinlich eine Geschichte zu. Das ist nämlich diesmal das Elixir of Pride, also der Stolz. Und dann schreiben sie hier, nach einer Niederlage erhebt sich der Phönix stolzer, mächtiger und majestätischer denn je. Naja, Ultimo spiegelt das Streben nach Exzellenz wider. Also ein Duft für die Überstunde. Ja, was kann man dazu noch sagen? Es ist ein sehr dichter Duft, ein sehr, sehr starker Duft. Der drückt richtig auf die Nase, das merke ich jetzt auch gerade. Und der hat Quitte, was so eine leichte Fruchtigkeit gibt, was auch wichtig ist, sonst wäre der Duft, glaube ich, einfach zu doll. Quitte, Kardamom, Rum. Ja, Kardamom ist auch sehr präsent, das stimmt. Und dann hat man Tabak, Praline, Patchouli, Tonka, Zedernholz, Vanille, Osmanthus. Osmanthus hat oft so was Ledriges. Und ich muss sagen, das braucht der auch. Also hier muss man irgendwie diese Süße, muss man so ein bisschen erden. Das geht mit dem Patchouli ganz gut. Ist ein wirklich schöner Gourmand-Duft, aber sehr süß. Das muss man wirklich mögen. Und wie gesagt, der hat auch echt viel Kraft. Und könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere ein bisschen zu doll findet. Aber zumindest jetzt hier hat sowas von so einer Pistaziencreme. Pistazie ist ja auch sehr angesagt im Moment. Ein Trendaufstrich, will ich fast sagen. So, und jetzt muss ich mal gucken, haben wir hier noch den Poka. Der sieht, ich habe hier, das ist das Sample, können wir mal schauen, so sieht es aus. Und ich habe aber auch den Flakon da, ich habe den allerdings, beziehungsweise die Umverpackung, ich habe den nämlich nicht aufgemacht, der hat leider beim Versand so eine kleine Detsche bekommen, so würde der aussehen. Und jetzt seht ihr auch schon, ja, das Licht ist natürlich jetzt suboptimal bei dem Weißen, bin ich ganz ehrlich. Das ist so ein Kooperationsduft, das haben die zusammen mit hier Titolo gemacht, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist irgend so ein Schweizer Streetwear-Anbieter oder irgendwie Reseller, keine Ahnung, so tief bin ich da nicht drin. Ich habe da noch nie was von gehört, bis mir dieser Duft untergekommen ist. Und was ganz interessant ist, angeblich ist Poka die Abkürzung für Karamellpopcorn. Also, weiß ich jetzt nicht, müsste der dann nicht Capo heißen und nicht Poka? Aber ey, who am I to judge? Also gut, Poka steht für Karamellpopcorn, das soll hier natürlich auch als Hauptnote drin sein. Warum ist denn das Ding hier so warm? Komisch, handwarm. Aber egal, das ist ja für Duft vielleicht gar nicht schlecht. Ja, und tatsächlich, man kriegt direkt so eine ganz krasse Popcorn-Note. Aber der hat auch irgendwas Nussiges. Kann ja in Düften immer schwer sein. In dem Fall, glaube ich, funktioniert es ganz gut, zumindest aufs erste Riechen. Wie gesagt, ich kenne den nicht. Der ist deutlich teurer. 240 € wollen die hier dafür haben, sehe ich gerade. Und was ganz wichtig ist, die Personalität ist hier Genuss. Interessant. Ich wusste nicht, dass Genuss eine Persönlichkeit sein kann. Hat 30% Duftölanteil, also von daher ist das vielleicht auch der Grund, warum der 240 € kostet und nicht 195. Ansonsten schauen wir uns mal die Noten an, die hier drin sind. Da haben wir zum einen das Karamellpopcorn, dann haben wir den Apfelkuchen, Zimt, geröstete Haselnuss, Labdanum, getrocknete Aprikose, Vanille, Moschus, Tonkabohne und Zedernholz. So. Das funktioniert ganz gut. Ist vielleicht ein Ticken femininer. Also wenn man jetzt sagt, wir haben zwei Gourmand-Düfte, einmal den Ultimo und einmal hier den Poka, dann ist der Poka für mich zumindest leicht feminin konnotiert und der Ultimo vielleicht ein bisschen maskuliner. Aber das ist Quatsch. Das sind alles Unisex-Düfte, ist jetzt nur so mein erster Eindruck.
So, jetzt sind wir hier fast durch. Jetzt machen wir noch einmal einen schnellen Recap. Und ich gebe euch noch einmal mein Feedback, weil dann sind die auch ein bisschen angetrocknet. Das ist gar nicht schlecht. Also wir haben mit dem Masar sind wir gestartet. Elixir of Confidence. Und das ist nach wie vor einer meiner Favoriten. Ich finde das einfach ein outstanding Duft. Der Honig kommt toll durch. Also den kann man wirklich... ich würde ihn vorher testen. Das sind alles Düfte, die man auf jeden Fall mal testen sollte, weil die... Ja, ich habe es gerade gesagt, die sind jetzt nicht unpleasant, aber schon zum Teil sehr besonders. Ja, der Vithias... der jetzt die Tiefe des Vithias-Grabens hat, weiß ich, oder des Vithias-Tiefs hat, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein schöner Duft, glaube ich, wenn man aquatische Düfte mag. Ich wiederhole mich jetzt nicht, was meine Meinung dazu ist. Den Tierra, sorry, also ich mag ihn nicht, ist Geschmackssache. Ich finde, der hat irgendwie sowas, was so ein bisschen, diese Gewürze stechen mir einfach zu doll. Den Amoral, wie gesagt, keine Liebe auf den ersten Riecher, aber auf den zweiten ist ein toller Duft, ist ein relativ, ich sag mal, einzigartige DNA, dieses Oud, geräucherte Pflaume-Ding, so, das kennt man so nicht, habe ich so auch noch nicht gerochen, finde ich schon schön. Und den Mansa, ja, wie gesagt, das ist auch ein gut gemachter Rose-Oud-Duft, da kriegt man halt noch so ein bisschen diese Johannisbeere dazu, das lockert es so ein bisschen auf, macht es vielleicht so ein bisschen extravaganter als jetzt so ein Standard-Rose-Oud-Duft. Den Naki finde ich sowieso großartig, das hatten wir gerade, also diese Feigenblattnote, das ist wirklich so richtig saftig grün, bisschen unreifer Pfirsich. Der Karma als so ein ja, bisschen ledrig süßer Duft, auch schön mit dieser Brombeere, auch sehr tragbar. Vielleicht jetzt gar nicht so ein Duft, der so super auffällt, sondern sich so ein bisschen verspielt. Also von daher, das ist auch was man jetzt nicht im Sommer, aber ich sag mal so, vielleicht auch schon tatsächlich dann doch auch, wenn man jetzt nicht gerade bei der Sparkasse arbeitet, schon auch ins Büro anziehen kann. Ja, und dann haben wir halt den Ultimo und den Poker. Und das sind halt beides meiner Meinung nach schöne Gourmand-Düfte. Wie gesagt, der eine ist online auf 100 Stück limitiert, oder was heißt, wie gesagt, ich glaube, das habe ich noch gar nicht erzählt. Er ist auf jeden Fall online auf 100 Stück limitiert. Das ist so ein bisschen irreführend, weil ich glaube, im Retail gibt es den dann doch ein paar Mal mehr. Also er ist nicht auf 100 Stück limitiert, sondern online auf 100 Stück limitiert. Insgesamt geiles Line-Up, das macht alles Spaß. Da ist jetzt nichts bei, außer beim Tierra, wo ich jetzt sagen würde, gruselig, wobei auch gruselig ist der auch nicht, der ist mir halt einfach nur ein bisschen zu doll, ist meine ganz persönliche Meinung. Insgesamt würde ich sagen, Perles Noires kriegt man wirklich was fürs Geld, wie gesagt, nicht ganz billig, aber immerhin, man hat diese schönen Boxen, man hat wirklich ein Extrait de Parfum und man hat halt mal, ja, mit Andreas Wilhelm einen Parfümeur, den man jetzt nicht so oft unter die Nase kriegt, man hätte sich das ja auch leicht machen können, da hätte man wieder Chris Carbonell genommen, da hätte er irgendwie den 92.000. Oud-Duft da zusammengekleistert. Also hier hat man wirklich nochmal was sich so ein bisschen unterscheidet. Auf jeden Fall ein Test wert. Kann ich euch nur ins Herz legen. So, jetzt sind wir auch schon durchgerattert hier durch dieses Video. Ich muss mich immer noch so ein bisschen an dieses Setting gewöhnen. Ihr seht, es sieht heute ein bisschen anders aus. Sagt mal, wie es euch gefällt. Schreibt mir gerne mal eure Kritik, Lob, Feedback in die Kommentare. Gerne auch, ob man mehr Begriffe erklären soll, welches Thema wir als nächstes machen sollen, ob es irgendeine Marke gibt, die euch besonders interessiert. Dass wir so schauen, was euch Spaß macht. Mir hat es heute auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit den Düften von Perles Noires. Ich wünsche euch jetzt erstmal alles Liebe, alles Gute. Vergesst nicht, bitte Kanal abonnieren, Glocke anmachen, Like da lassen, das Video am besten teilen, weil dann sehen es noch mehr Leute und das hilft mir ein bisschen und ich würde mich an der Stelle verabschieden. Ich wünsche euch noch alles Liebe, alles Gute und tschüss.